Ich bin überhaupt nicht ein Mensch, der viel irgendwie so die klassischen Mädchen-Sachen gemacht hat. Ich habe es gehasst, mit Puppen zu spielen oder so. Ich habe mal ein Barbie geschenkt bekommen für Weihnachten und es ist dann sehr schnell im Kübel gelandet. Ja, Geschichten hören, Geschichten schreiben, basteln. Ich glaube, das sind so meine Freizeitaktivitäten. Ich habe dann ein Studium gemacht an der PH Zürich, bin Primarlehrerin geworden und dann habe ich gemerkt, hey, ich möchte irgendwie noch etwas anderes machen. Und habe dann den gestalterischen Vorkurs gemacht, berufsbegleitend. Und dann während dem gestalterischen Vorkurs gemerkt, dass es für mich eine mega neue Form von Wissensaneignung ist und Informationsbeschaffung. Und mir das einfach mega gefällt an der Kunst. Also, dass ich unter dem Deckmantel von der Kunst ganz andere Perspektiven auf irgendwelche Thematiken kann erlangen kann. An der HSLU ist es so, dass wir eigentlich nicht so extrem viel Unterricht haben und wir eigentlich viel an eigenen Projekten arbeiten und viel Zeit haben, um auch an diesen Projekten zu arbeiten, was ich mega geniesse da. Es ist recht so ein bisschen strukturlos. Es gibt auch Leute, die, glaube ich, ein bisschen Mühe haben mit dem. Und ich glaube aber auch, dass man als Lehrperson grundsätzlich schon auch kann, innerhalb des Lehrplans 21 natürlich viele eigene Einflüsse, oder man kann viele eigene Einflüsse haben. Also man kann beim Unterrichten schon auch probieren, kreativ zu sein. Aber es ist natürlich so rein, also mein Alltag hat sich mega verändert. Ich muss nicht mehr morgen um 6 Uhr aufstehen. Ich stehe vielleicht eher tendenziell um 8 Uhr auf. Dafür arbeite ich ein bisschen länger in die Nacht rein oder ja, kann mir selber entscheiden. Oder so in meiner Arbeitsweise, wenn ich jetzt Kunst mache, kann ich recht stark selber entscheiden, so wann will ich an was, wo arbeiten. Lesen tue ich mega gerne in Cafés. Oder halt auch viel in der Bibliothek. Ja, genau. Ich finde so Bibliotheken eine mega schöne Atmosphäre, so, wo man halt auch sich gut konzentrieren kann. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie viele Leute da sind. Manchmal sind mehr Leute da, manchmal sind weniger Leute da. Und ich merke auch so, wenn natürlich viele Friends von mir da sind, dann bin ich mega abgelenkt. Und dann bin ich halt einfach auch viel irgendwie am Schwätzen und am Mittagessen und so. Aber ja, natürlich auch mega schön, wenn man mit den Leuten über die eigene Arbeit schwätzen kann oder sie mit einem über ihre Arbeit schwätzen. Das finde ich auch cool. Das ist auch schon noch, es gibt irgendwie viel Inspiration. Also bei mir ist es so, dass ich meistens merke, ich so irgendein Thema interessiert mich, triggert mich vielleicht auch. Und dann oft kommt mal so eine kurze Anfangsidee in den Kopf, die aber meistens überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hat, was am Schluss dann wirklich als Produkt oder als Werk rauskommt. Häufig tue ich dann so, wenn ich merke, okay, das Thema interessiert mich, das ist jetzt ein Topic, an dem möchte ich arbeiten, gehe ich irgendwie auf die Suche nach Literatur, Studien, Podcasts, es kann irgendetwas sein, können Artikel sein, irgendwelche Zeitungen. Und dann fange ich einfach mal an zu lesen. Und dann bin ich eigentlich meistens zuerst mal 3-4 Wochen nur mit Lesen beschäftigt. Und das ist ein mega frustrierender Teil davon, weil ich habe immer so das Gefühl, so, hey, es kommt irgendwie noch nichts raus. Und dann aber, wenn ich am Lesen bin, mache ich auch viele Notizen, schreibe irgendwie Zitate auf oder irgendwelche Erkenntnisse, die ich hatte oder so. Und nachher meistens entwickelt sich durch die Erkenntnisse oder so, durch die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, das sind dann so, also es ist ein riesen Durcheinander in meinen Notizbüchern, entwickelt sich dann wieder irgendeine neue Idee und dann überlege ich mir, okay, wie kann ich jetzt vielleicht ein Objekt identifizieren und mit dem Objekt möchte ich weiterarbeiten oder ein Material, mit dem ich weiterarbeiten möchte, ein Medium, das irgendwie zu meinen Gedanken passt oder zu dem Konzept, das ich irgendwie so in einem Prozess am Erstellen bin. Kochen tue ich, glaube ich, einfach mega gern und das ist eine riesige Leidenschaft von mir, weil ich einfach extrem gerne esse und ich irgendwie einfach möchte können gut essen, so viel wie möglich. Und dadurch, dass Kochen so eine Leidenschaft geworden ist, bin ich irgendwann zum Fermentieren gekommen. Und das Fermentieren ist eine mikrobakterielle Vergärung und man arbeitet jetzt sehr viel mit Mikroorganismen. Und dann habe ich auch so in der Recherche und so irgendwann gemerkt, dass Mikroorganismen ja omnipräsent sind. Also ich meine, jeder Mensch hat irgendwie seine eigene Komposition von Abermillionen oder Abermilliarden von Mikroorganismen auf seiner eigenen Haut. Und dann aber natürlich Mikroorganismen sind auch sind ja auf jeder Oberfläche und sind im Wald vertreten. Und dann, durch das bin ich dann irgendwann auf das Thema
Myzel gestoßen. Und das Myzel ist eigentlich der Pilz, der in Wäldern unterirdisch herum ist. Und ich glaube, so komme ich so zu diesen Verbindungsthemen. Was zeigt uns Natur auf? Und was gibt es für Arten von Verbindungen zwischen den Menschen? Und was für soziale Dynamiken gibt es dort? Und dort aber hankerum dann auch wieder das Thema Kochen, oder, was ich mega spannend finde, wenn Menschen zusammenkommen und ja, irgendwie auf diese Art und Weise eine Connection finden. Weil ich glaube, Kochen hat ein unglaublich starkes, oder Essen, miteinander essen, hat ein unglaublich starkes Potenzial eigentlich, dort auch auf politischer Ebene. Dort habe ich so eine Art Dinner gemacht, also ein Community-Dinner, bei einer Residenz, die diesen Sommer stattgefunden hat, von Ardas Foundation. Dort sind Menschen aus Konfliktregionen zusammengekommen. Und ja, dort habe ich so versucht, mit dieser Anleitung oder mit diesen verschiedenen Fragen, die ich den Leuten irgendwie präsentiert habe, die Menschen dazu anzuhalten oder zu ermutigen, miteinander auch in ins Gespräch zu kommen, genau über diese Themen. Was hat Essen eigentlich für ein Potenzial und was haben wir vielleicht für Unterschiede in unseren Kulturen, aber was haben wir auch für Gemeinsamkeiten. Und dann hat es zum Beispiel auch Leute gegeben, die von ihren Erfahrungen erzählt haben, wo es darum ging, dass zum Beispiel so, hey, ein Familienrezept hat absolut keine Bedeutung mehr, wenn du zum Beispiel flüchten musst. So, dann denkst du nicht mehr daran, was habe ich jetzt damals für ein Familienrezept gehabt und du das irgendwie noch weiter. Also es ist jetzt nicht das erste so ein Familienrezeptbuch, das du mitnimmst, wenn du zum Beispiel aus einer Konfliktregion flüchten musst, oder? Wenn ich flüchten müsste, würde ich mein Notizbuch mitnehmen. Und vielleicht würde ich noch ein Messer mitnehmen, ein Kochmesser. The thinking that is the heaviest burden, heisst das. Es geht da eigentlich darum, dass ich mich jetzt in letzter Zeit vor allem sehr stark auseinandergesetzt habe mit dem Thema Kochen als Akt von der Care Work. Und ich habe dann dort so wirklich das Messer als Objekt identifiziert, das ich irgendwie finde, hat so eine mega spannende metaphorische Semantik, weil ein Messer kann irgendwie einerseits ist ein mega wichtiges Werkzeug von jeder Person, die kocht und kann in dem Sinne so kulinarische Meisterwerke führen. Und andererseits kann es aber auch so Gewaltakt führen, oder? Und darum habe ich mir die Messer geholt in Brockenhäuser. Und ich glaube, man sieht auch so an gewissen Messern, zum Beispiel da, so ist irgendwie die Spitze abgebrochen, oder? Und es hat offensichtliche so Gebrauchsspuren. Das Gleiche sieht man auch da bei dem Messer, wo offensichtlich schon mal irgendwie jemand reingeschliffen hat. Also dass die Schleifspuren hinter dem Zitat eigentlich, die sind nicht von mir. Und ich finde das irgendwie mega schön, weil die Messer erzählen irgendwie eine Geschichte von einer Person, die irgendwie mal gekocht hat. The voice of the apron is ours. Also das heisst eigentlich übersetzt, die Stimme der Schürze ist unsere Stimme. Ja, ich würde es natürlich mega schön finden, mal irgendwann als kunstschaffende Person Geld zu verdienen. Wobei ich mir da irgendwie auch nichts vormachen will. Ich habe das Gefühl, es ist recht utopisch, also einen Lebensunterhalt wahrscheinlich sowieso nicht. Ich kann mir aber schon ich würde auf jeden Fall noch gerne einen Master machen nachher. Was für ein Master, weiß ich nicht so genau. Ich könnte mir vorstellen, Curatorial Studies studieren oder vielleicht auch noch wirklich Kunstvermittlung im Master, um Lehrperson sein an einer Kante, Kunst unterrichten. Oder dann tatsächlich in irgendeinem Master, wo so richtig Scientific Arts geht. Genau.